Hallo ihr Lieben, da bin ich wieder. Ihr habt ja das Video gesehen, letztens, was ich hingestellt habe, als ich euch erzählte von dem Umzug nach Dresden, als ich 5,5 Jahre war. Ja, wie gesagt, das war weder schön noch was. Waren wir irgendwie, sind wir irgendwie mit Dresden verwurzelt. Auf jeden Fall ging es so weiter. Wir hatten nun die Wohnung in Dresden, in der Inneren Neustadt. Die Straßenbahn fuhr genau vor unseren Fenstern vorbei. Sie quietschte, so wie damals Straßenbahnen quietschten. Unablässig. Immer fuhr sie um die Ecke und quietschte noch mehr. Nach einer Weile, als wir dort wohnten, hörten wir es nicht mehr. Aber etwas anderes war. Wir hatten die schöne Wohnung in Görlitz verlassen müssen und mussten in eine Wohnung, die viel zu groß und viel zu hoch war, einziehen. Meine Eltern und Großeltern brachen in Tränen aus, als sie die Wohnung sahen. Dafür haben wir alles aufgegeben. Nein, die Wohnung war nicht das Wichtigste daran. Wichtig war, dass ich in die Uniklinik kam und nicht mit diesem weiten Weg auf mich nehmen musste. Also fuhren wir, Mutti und ich, meistens mit dem Taxi 3-mal in der Woche, vom Montag bis Mittwoch, in die Klinik zu den verschiedensten Therapien. Wie gesagt, ich hätte schon immer Logopädie, also Sprachtherapie, Physiotherapie, Massagen, Spieltherapie, Musiktherapie, Unterwassertherapie. Das, was mir am meisten Spaß machte, war wie gesagt die Wassertherapie. Alles war gut, ich hatte Freunde gefunden, die mal gut, mal mehr, mal weniger zu mir standen. Auf jeden Fall war eines weg. Nicht nur Görlitz, sondern auch meine beste Freundin, die mich damals, als sie 5,5 und ich 1,5 Jahre war, mich von A nach B geschleppt hat. Ja, sie trug mich in den ganzen Wohnung umher, legte mich ins Puppenbett und ich schwitzte, weil es im Sommer war und der Sommer heiß war. Mutti nahm mich dann hoch und zog mich um. All das habe ich vermisst. Meine Freunde haben mich vermisst. Die ganze Familie. Alles war weg. Simone kam dann nochmal in den Winterferien zu mir. Für eine Woche. Dann weiß ich nicht mehr. Weil wir so eingebunden waren. Und wenn wir nicht in Dresden in der Akademie waren und weil die Zeit hatte, fuhren wir zu meinen Großeltern. Aber eben nur 2 Tage und in den 2 Tagen konnten wir nicht
nicht noch eine Görlitz fahren. Das wäre nicht gegangen. Denn meine Eltern halfen meinen Großeltern, wo sie konnten. Im Garten nur die Hohen Holz aus dem Wald, der nahe war. In der Woche, wie gesagt, Therapie auf Therapie. Mein Vater musste arbeiten. Er war ja der Einzige, der arbeiten ging. Aber das war irgendwie okay. Mutti hätte keine Zeit gehabt, irgendetwas zu machen. So kam es dann, dass ich größer wurde. Freunde verließen mich, weil sie in die körperbehinderte Schule kamen. Sie waren nicht so sehr behindert wie ich und konnten deswegen da eingeschult werden und dort bleiben. Ich wurde auch da eingeschult und die ersten 4 Jahre kamen die Lehrer aus dieser Schule zu mir. Und ein Junge blieb 4 Jahre bei mir. Er machte das Ganze mit, ehe es dazu kam, dass er in die Körperbehindertenschule wechselte. Ich konnte nicht. Ich war viel zu behindert, konnte nichts alleine und das war Voraussetzung. Denn die Kinder mussten sich selbst helfen und behelfen. Und das war nicht drin. Also blieb ich zu Hause, hatte in der Zeit, wie ich schon mal berichtet habe, mit einer schweren Erkrankung und konnte hinterher noch weniger als erst. Wie gesagt, Simone war erstmal gar nicht mehr. Das war eigentlich das Schlimmste in den ganzen Jahren bis zu meiner Einschulung. Was dann geschah, erzähle ich euch in einem der nächsten Videos. Das war's für heute. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit und ich denke, dass ich bald wieder komme. Tschüss, bis bald.